Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Allein das zu sagen, fühlt sich unheimlich komisch an. Aber es ist so. Jetzt mag man argumentieren, warum bist du stolz, Deutscher zu sein? Ich habe dafür nichts getan. Ich habe dafür nichts getan, außer die Schwangerschaft meiner Mutter einigermaßen gut zu überstehen. Alles dran. Worauf ich aber stolz bin, ist der Ruf der Deutschen in der Welt. Der ist nämlich zurzeit exzellent. Der ist so unheimlich gut, so vieles, wofür wir stehen. Es fängt an mit begeistertem Fußball. Trotz VW-Skandal ist es immer noch Made in Germany, das unheimlich viel gilt in der Welt. Es sind vermeintlich deutsche Tugenden, Pünktlichkeit, Sauberkeit, alles immer pünktlich in Deutschland, alles sauber und ordentlich in Deutschland. Das ist alles wunderschön. Das merkt man, wenn man sich mit Leuten im Ausland unterhält. Die Einstellung zu Deutschland und zu Deutschen ist unheimlich positiv. Und das ist eine Sache, auf die man durchaus stolz sein kann. Errungenschaften im Sport, alles erwähnt. Und dazu kommt dann auch, wenn man im Ausland ist und dann wieder nach Hause kommt, mein Gott, wie wunderschön es hier ist. Landschaftlich, die Städte, es ist eigentlich überall sehr, 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 sehr schön in Deutschland. Ich komme immer unheimlich gern zurück nach Hause. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was mir meinen Stolz auf dieses Land und diesen Stolz, Deutscher zu sein, gerade gehörig vermiest? Das ist diese ganze rechte Scheiße, dieser Populismus, dieser Rassismus, alles, was gerade so durch die Medien geistert, diese Hetze gegen Flüchtlinge, all das macht mir meinen Stolz auf dieses weltoffene Land so kaputt. Ich habe echt die Schnauze voll. Denkt mal drüber nach. Ihr liebt dieses Land. Mal mehr, einige weniger. Aber ihr liebt dieses Land. Aber was würdet ihr tun, wenn hier die Kacke am Dampfen ist? Was würdet ihr tun, wenn hier Bürgerkrieg ist? Ich kann euch sagen, was ich tun würde. Ich würde mich verpissen. Ich würde so schnell wie möglich machen, dass ich von hier wegkomme. Und es blutet mir das Herz, das zu sagen. Aber ich habe Informatik studiert. Ich bin kein Soldat. Und vermutlich geht es jedem Arzt, jedem Anwalt, jedem Busfahrer, jedem Bauarbeiter, jedem Lehrer, jedem Leiharbeiter ganz genauso. Alles keine Soldaten. Vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen. Vielleicht gibt es ein paar, die eine Waffe in die Hand nehmen würden und für dieses Land kämpfen. Ich vermute aber, der Großteil der Bevölkerung würde sich nichts wünschen, als woanders zu sein. Stellt euch das mal vor. Ihr habt keine militärische Ausbildung genossen und wenn, dann war es irgendwie ein halbes Jahr und ist 30 Jahre her. Und jetzt sagen Leute zu euch, kämpft, nehmt die Waffe in euer Hand, verteidigt euer Land. Was ist denn das für ein Quatsch? Gegen eine hochgerüstete Armee mit Panzern? Mit einer guten Ausbildung und guter Ausrüstung? Nehmt ihr eine Waffe in die Hand, ein Luftgewehr aus der Garage und kämpft? Nee, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das ist doch Quatsch. Und wenn, denkt drüber nach und dann redet euch das ruhig selber ein. Ich nehme euch das nicht ab. Und soll ich euch noch was sagen? Wenn die Kacke nicht erst in ein paar Jahren am Dampfen ist, sondern vielleicht erst in 30 Jahren und ich zu alt bin, sogar zu alt, um abzuhauen, wisst ihr, was ich dann mache? Dann schicke ich meine Kinder. Dann schicke ich meine Kinder weg aus diesem Land, das ich liebe und aus diesem Land, das meine Kinder lieben werden, geliebt zu haben, gelernt haben. Das regt mich so auf. Und wisst ihr was? Was, wenn das Geld nicht reicht? Was, wenn ich 3 Kinder habe, vielleicht auch schon mit Familie? Und was, wenn das Geld nicht reicht, aus diesem Land zu flüchten? Oder was, wenn ich noch kleine Kinder habe? Wen schicke ich denn dann? Das kann ich euch sagen. Ich schicke die Söhne, den Sohn. Zuerst, die Stärksten zuerst. Und ihr wundert euch, warum kommen von den Flüchtlingen hier nur Männer an? Weil die Reise beschwerlich ist? Weil die Reise gefährlich ist? Weil Männer einfach bessere Überlebenschancen haben? Weil sie robuster sind? Weil sie viel weniger oft sexueller Gewalt ausgesetzt sind? Darum kommen hier nur Männer an. Oder zumindest zum überwiegenden Teil. Die hier als Familie gemeinschaftlich ankommen, die können sich noch glücklich schätzen, die Reise überlebt zu haben. Und ihr regt euch auf, warum kommen hier nur Männer, warum kommen hier nur Männer? Und dann das nächste Thema, warum rotten die sich zusammen? Denkt mal drüber nach. Warum rotten wir uns zusammen? Warum rotten wir Menschen uns zusammen? Weil wir unseresgleichen suchen. Weil wir Leute suchen, die unsere Sprache sprechen. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich war im letzten Jahr in Japan.
Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Glaubt ihr, ich habe Japaner angesprochen? Nee, wenn da irgendwo Weiße waren, das ist ganz rassistisch, da waren irgendwo Weiße. Und dann bin ich auf die zugekommen und habe die auf Englisch angequatscht und wir sind sofort in ein Gespräch gekommen. Warum ist das so? Weil wir aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Es war einfach leichter. Die sind in der gleichen Situation wie ich, die sind Tourist, die kennen die Sprache nicht, die können die Schilder nicht lesen, die sind genauso aufgeschmissen wie ich. Und das ist genau der Grund, warum sich hier Flüchtlinge zusammenraffen und eben nicht jetzt auf der Straße uns Deutsche ansprechen. Man sucht seinesgleichen. Das ist völlig normal. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Wenn ihr was tun wollt, dann geht auf die Leute zu. Dann sprecht die Leute an und bietet Hilfe an. Das wäre mal eine Aktion. Aber immer nur meckern, die rotten sich immer zusammen. Das ist doch keine Lösung. Und dann noch eine Sache, diese ganze Auseinandersetzung. Gutmenschen, Schlechtmenschen, Wutbürger, Protestwähler, all diese Scheiße. Können wir uns bitte mal zusammenraffen und zusammen aufraffen? An die Gutmenschen, argumentiert. Hört nicht auf zu argumentieren. Gebt die vermeintlichen Schlechtmenschen nicht auf. Das ist nämlich falsch. Das ist genauso schlecht. Wir denken drüber nach, wir haben einen Verfall demokratischer Kulturen, weil 20% die AfD wählen. Nee, Freunde der Sonne. Das ist kein Verfall demokratischer Kulturen. Das sind Leute, die vorher nicht gewählt haben, zumindest zum großen Teil. Das ist doch gut, dass die wieder wählen. Jetzt müssen wir es nur im nächsten Schritt schaffen, dass sie eben nicht mehr Rechtspopulisten wählen. Die Leute wählen, das ist gut. Aber Protestwähler, jetzt mal an diese Protestwähler gerichtet. Wenn ihr protestieren geht, und protestieren ist euer gutes Recht, und wenn wir alle mehr protestieren würden, dann würde sich in diesem Land auch viel schneller was zum Besseren ändern. Einfach mehr protestieren für eine gute Sache. Aber soll ich euch was sagen? Wenn ihr protestieren geht, was macht ihr denn dann? Dann schaut ihr euch vorher an, wofür gehe ich denn da protestieren? Wofür gehe ich auf die Straße? Wofür demonstriere ich? Dann schaue ich auf die Schilder und dann stelle ich vielleicht fest, Moment mal, das, was da auf den Schildern steht, das gefällt mir gar nicht. Das ist gar nicht das, was ich will. Und genauso ist das bei Wahlen. Da steht es nicht auf den Schildern, offensichtlich nicht, zumindest bei einigen Parteien nicht. Da steht es im Wahlprogramm. Und wenn ihr euch dann mal das Wahlprogramm durchlest, liebe Protestwähler, dann stellt ihr ganz schnell fest, dass die Partei, die ihr da wählt, weil ihr gegen Ausländer seid oder eben nicht, aber das nur mal gesagt haben wolltet, dann stellt ihr ganz schnell fest, dass diese Partei nicht eure Interessen im Sinn hat. Kennt ihr den Kekswitz? Den gibt es in ganz vielen Varianten, aber ich nehme mal nur die entschärfte, relativ neutrale Variante. Ein reicher Deutscher und ein armer Deutscher und ein Flüchtling sitzen am Tisch. Auf dem Tisch sind 20 Kekse. Der reiche Deutsche nimmt sich 19 Kekse und sagt dann zu dem armen Deutschen, du guck mal, der Flüchtling, der will deinen Keks. Merkt ihr was? Da sind gerade eine ganze Menge Kekse aus der Rechnung genommen worden. Und darum müssen wir ja endlich mal anfangen, den Reichtum anders zu verteilen. Und das heißt nicht, ich bin jetzt so ein Gutmensch und will alles den Flüchtlingen geben. Nein, natürlich nicht, aber davon spricht auch gar keiner. Schaut mal in die Statistiken, wie wenig Geld das insgesamt ist und wie viel Geld man mit einer ausgewogenen Erbschaftssteuer, mit einer ausgewogenen Vermögenssteuer, wie viel Geld man damit einnehmen könnte. Übrigens eine Vermögenssteuer, die die meisten der AfD-Wähler gar nicht betrifft, weil so viel Vermögen habt ihr gar nicht. Wir reden davon Vermögen, da träumen wir von. Ihr und ich, da träumen wir von, so viel Vermögen mal zu haben in unserem Leben. Haben wir aber nicht. Diese Vermögen sind bei den reichsten wenigen Prozenten der Bevölkerung. Und von da ein bisschen was zu verteilen, zum großen Teil an die armen Deutschen und dann aber bitte auch zu einem angemessenen Teil an Kriegsflüchtlinge. Das ist doch nicht zu viel verlangt. In diesem Sinne, wenn am Sonntag Wahlen sind, geht hin, geht wählen, macht euer Kreuz, bleibt offen, bleibt anständig, bleibt tugendhaft.